Lars ist 26 Jahre alt. Lars studiert Medizin. Lars hat viele Freunde in Berlin. Am Wochenende gehen Lars und seine Freundin gern aus. 4 Sätze, 4 mal Lars, das geht doch besser, oder? Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Pronomen im Nominativ. Der Nominativ ist immer das Subjekt in einem Satz. Nach dem Subjekt fragen wir mit wer oder was tut etwas. Wer oder was ist 26 Jahre alt? Lars. Also können wir für Lars ein Pronomen im Nominativ einsetzen. Und wie du das machen kannst, das sehen wir uns in diesem Video an. Bist du bereit? Ich bin bereit. Na dann, los geht's. Die Pronomen im Nominativ. Erste Person Singular. Ich. Ich spreche von mir oder ich spreche über mich. I, the speaker, speak about myself. Erste Person Singular. Ich. Ich lerne Deutsch. Du. Du. The speaker, ich spreche mit dir. I, the speaker, speak with or to you. Zweite Person Singular, du. Du gehst einkaufen. Er, sie oder es. I, the speaker, speak about a person. I speak about one person that can be male, female or neutral. The masculine article of nouns der steht für er. The female article die steht für sie. And the neutral article das steht für es. Dritte Person Singular. Er, sie und es. Er liest Zeitung. Sie spielt Fußball. Es fährt schnell. Wir, du und ich. Wir. You and I speak to each other. First person plural. Wir. Wir singen ein Lied. Ihr, die Gruppe. Ihr. I, the speaker, speak to you about your group. Ihr. Zweite Person Plural. Ihr. Ihr seid lustig. Sie. Sie. I, the speaker, speak about a third party. Sie. Dritte Person Plural. Sie. Or the polite sie. Der Herr oder die Frau. Sie. Sie sprechen schnell. Nenne das richtige Pronomen. Er. Sie. Wir. Ihr. Es. Sie. Er. Das hast du
Toll gemacht. Nun schauen wir uns die Sätze noch einmal an. Lars ist 26 Jahre alt. And instead of Lars, anstatt Lars, er. Er hat viele Freunde in Berlin. Am Wochenende gehen sie gern aus. Super, gut gemacht. Du und ich, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!